Wir sind Lisa und der Daria und zusammen sind wir im Juli 20 aus der Schweiz losgefahren. Wir sind über hohe Pässe gefahren, haben wunderschöne Inseln entlang der kroatischen Küsten erkundet, Sind in den albanischen Alpen wandern. und haben diverse antike Städte in der Türkei besucht. In der Südtürkei hat uns langsam der Winter eingeholt. Und weil es uns in Patara so gut gefallen hat, haben wir entschieden, dort eine Winterpause einzulegen. Die letzten 4 Monate haben wir in einem Apartment verbracht und die Zeit genutzt, um die Aufenthaltsbewilligung zu beantragen, um ein bisschen länger in der Türkei zu bleiben. Aber jetzt geht es weiter. Wir schwingen uns auf die Velos und fahren quer durch die Türkei Richtung georgische Grenze. Denn wir haben noch nicht genug. Und euch nehmen wir jetzt mit auf den nächsten Abschnitt von unserer Reise. So, Ostermontag. Heute gehen wir los nach fast 4 Monaten in Patara. Es ist noch morgen früh. Wir sind in den letzten Vorbereitungen, um unsere Sacktaschen wieder zu packen. Ja, wir fragen uns, was in welche Sackkosten genau gehört. Das haben wir jetzt irgendwie ein bisschen verlernt in den letzten 4 Monaten. Was zusammengehört und wie wir es Genau. gepackt haben, ich habe es auch definitiv vergessen. Man sieht, es liegt auch noch relativ viel rum. Haben wir noch etwas zu tun? Ja, jetzt ist es soweit. Wir sind gepackt. Wir sind am Gehen. So, die letzten Sachen rausholen. Und dann geht's los. Oh, wir sind schon mega aufgeregt. Mega! Das Fuhr ist apparat. Unser Glücksbringer, wenn Ja. er mitreist. Oh, es ist so ungewohnt. Es ist so komisch. Irgendwie ist mir alles bekannt und doch wieder neu. Also irgendwie ein ähnliches Gefühl, als wir zuerst losgereist sind im letzten Juli von Baden. Nur wissen wir jetzt ein bisschen mehr, was uns erwartet. Dass es für die Hand anstrengend wird, da drauf zu fahren. Möglicherweise kennen wir den Weg schon von heute, von Ja. einer Busreise. Es wird ein paar Mal recht raufgehen, ja. Ja, wir haben mal gesagt, wir wollen nur losfahren, wenn es schön Wetter ist. Aber irgendwie hat das nicht ganz geklappt. Es ist mega am Winden. Und ja, es ist sehr bedeckter Himmel. Ja. Aber ja, wir sind jetzt gleich losgefahren. Und hier haben wir den ersten Anstieg vor uns. Hier über Richtung Kalkan. 250 Höhenmeter kurz. Mit Gegenwind. Warum nicht Waldweg? Aber nicht der andere. Ja, es gibt dort hinten noch eine kleinere Straße. Wir sind jetzt auf der Hauptstraße und wir haben gefunden, wir nehmen die andere nicht, weil die mega steil ist. Ja, wir haben den ersten Hügel hinter uns. Wir sind jetzt hier in Kalkan. Und da unten in dieser schönen Bucht. Innerlich. Wenn das so auf der Küstenstraße gefreut. Es geht auch ein gedacht, dass es so bewölkt ist. Und so viel Gegenwind haben. Ja, als wir den heutigen Tag als Abfahrtstag gewählt haben, hat er eigentlich bis vor 2 Tagen noch wunderschön ausgesehen. Ja. Und das da hinten, das ist Castellorizo, das ist die letzte griechische Insel, die hier gerade einen Kilometer vor Kars liegt. Vor der Bucht von Kars. Hier oben, einer von diesen Balken,
wäre die Alternative gewesen zu unserem Zuhause. Aber wir haben uns dann für Patera entschieden. Ja. Ja, wir sind jetzt in Karsch losgefahren und es geht mega den Hoch rauf. Das haben wir gewusst, das sind fast 600 Höhenmeter, die jetzt vor uns liegen, am Stück. Dann geht es ein bisschen runter und dann nochmal ein bisschen drauf, also alles in allem noch etwa 860 Höhenmeter. Und es ist doch auch schon 3, ich weiss nicht, ob wir das schaffen, unser Ziel zu erreichen in Kekoba. So, wir haben den Aufstieg gerade nach Karsch in Angriff genommen, Richtung Dembere. Und wir merken schon, irgendwie ist es wahrscheinlich ein bisschen zu viel für den ersten Tag oder wir haben keine Kondition mehr. Es ist anstrengend und schwitzig. Ja, es ist recht heftig. Ein Anschlag. Ja, jetzt haben wir gefunden, wir müssen kurz mal ein bisschen abhocken. Ja. Und das ist die Aussicht. Und dort unten war Karsch. Dort sind wir zu Mittagessen und jetzt nachher alles da raufgefahren. Also weit sind wir nicht wirklich gekommen. Ja, das würden wir auch gerne machen. Aber wir sind glücklich, wir haben es geschafft. Hier haben wir ein Achtung Ziegenschild und hier haben wir Ziegenherde. Ja. Wir sind hier auf dem Weg nach Kekoba und sind beide schon völlig am Anschlag. Mögen nicht mehr. Aber es ist eigentlich wunderschön. Aber es ist spät und wir haben schon sehr viele Höhenmeter gemacht. Wir haben uns, glaube ich, ein bisschen zu viel vorgenommen für den ersten Tag. Naja. Wir sind gestern Abend spät hier in Utschais angekommen. Ausgangsort um die versunkene Stadt Kekoba anzuschauen. Ja, es war schon dunkel, als wir angekommen sind, darum haben wir auch nicht mehr gefilmt. Wir haben gestern sehr viele Höhenmeter gehabt, 1500 und 75 Kilometer gemacht. Ein bisschen zu viel für den ersten Tag nach 4 Monaten Pause. Und dementsprechend tun uns heute auch alle Knochen und alle Muskeln weh, irgendwie gefühlt. Ja, aber es hat sich gelohnt für die Aussicht, die Strapazen aufzunehmen. Und das ist vielleicht unsere letzte Bootsfahrt für eine lange Zeit. Wir haben leider GoPro im Zimmer vergessen, darum gibt es jetzt ein bisschen verwackelte Aufnahmen vom heutigen Tag. Ich gebe mir Mühe, um die Kamera schön ruhig zu haben. Wir haben es endlich aufs Kajak geschafft. Yeah. Ja, es ist wunderschön hier. Das Wasser ist noch kühl. Das ist noch nicht ganz die Saison für Kajaken eigentlich. Egal. Vielleicht machen wir heute etwas, was wir nicht zeigen. Das ist die recht verstreute Nekropole von Kallekai im antiken Simena, wo die Leute hier ihre Gräber gebaut haben. Jetzt überall sieht man sie in der Landschaft herumstehen. Dort. Immer einzeln verstreut. Morgen! Unsere Velos sind gepackt, wir sind ready zum Losfahren. Und so Wetter haben wir uns die letzten 2 Tage schon gewünscht. Blauer Himmel, Sonnenschein. Genau. Jetzt geht es den Hogel rauf Richtung Dembere.
Und dann nachher gehen wir dort Königsgräber anschauen und die St. Nikolauskirche. Und dann nachher gibt es eine ganz schöne Route am Meer entlang bis auf Finike. Genau. Und dann schauen wir, wie weit wir mögen heute. Ja. Und wir werden zuerst noch heute auch Wildzelten, mal einen schönen Platz suchen. Ja, Wir freuen uns auf den Tag, ja. So lustig. Da werden über Lautsprecher die Lebensmittelpreise durchgegeben. Vorher hat es zum Beispiel geheißen, dass Zucchetti 2,50 Lira kostet. Schon noch speziell, das haben wir noch nie irgendwo gehört. 4 Lira. Ja, wir sind auf dem Weg nach Temre. Wir haben jetzt in 1 Stunde 40 Minuten knapp 12 Kilometer geschafft. Weil es ist mega ordentlich draufgegangen. Über 300 Höhenmeter. Ja, jetzt geht es ein bisschen mehr runter. Jetzt gehen wir ein bisschen Mira anschauen. Und dann wird es ein bisschen flächer werden. Meer entlang. Die Kollegen haben gemeint, wir sollen ein bisschen auf Tierli setzen. Das zieht. Voilà, haben wir hier ein paar Geissen. Hier oben sind sie fleissig am Bauen. Und mit dieser wunderschönen Aussicht lebt man hier. Das hier unten ist Temre. Rundherum ein Meer von Greenhouses. Die lykische Küste ist bekannt für ihre Felsengräber. Besonders eindrücklich sind die vom antiken Mira in der heutigen Stadt Temre. Und wir sind jedes Mal erstaunt, wieso man genau in diesen Felsen eine Nekropole bauen wollte. Ja, im 4. und 5. Jahrhundert hat man die Steinfelsengräber gebaut. Und die Fassaden sollten eigentlich Holzfassaden darstellen. Und neben dem Graben hat es immer Informationen gehabt zu dem, was dort begraben worden ist. Teilweise griechisch und teilweise lykisch. Ja, und die Fassade hätte eigentlich eine Stadt darstellen. Einfach eine Stadt der Toten. So als Gegensatz zu der Stadt der Lebenden, die hier unten war. Myra war in der Antike eine wichtige Stadt. So wichtig, dass sie einen eigenen Bischof hatte. Und das war niemand geringer als der St. Nikolaus, der in die Geschichte gegangen ist als Samichlaus, Weihnachtsmann oder Santa Claus. Und natürlich mussten wir seine Kirche besuchen. Das ist der Teil entlang von der Beklemek-Lagune Richtung Finike, wo wir uns schon mega lange darauf gefreut haben. Weil wir haben die Strecke schon mal vom Bus aus gesehen und schon gedacht, wow, das wird sicher sehr schön, da entlang zu fahren. Kadiran.
Ja, wir sind ein bisschen unschlüssig. Wir sind auf der Suche nach einem Platz zum Übernachten. Und da hinten hat es eine kleine Kiesstrasse, die noch so ein paar hundert Meter hinterher fährt, am Meer entlang, am Strand entlang. Aber das Problem ist, jetzt ganz viele Autos da hinten, ganz viele Leute, immer wieder Leute, die hinterher gefahren sind, die vorkommen. Ja, und das andere wäre die Straße hier rauf. Da sind wir schon auch noch ein bisschen am Meer entlang, aber nicht gerade direkt und von dem her kein Plan. Ich weiß noch nicht, was wir machen. Ja, hey, wir haben hier hinten einen Platz gefunden und das ist einfach ein Traum. Man hat Ja. nie gedacht, wow. Wir sind nicht ganz alleine, wenn man hier so vorher schaut, aber hey, schaut das an. Windstill und dem Strand Sonnenuntergang. über dem Meer. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind gut aufgewacht, mit Wellenrauschen geweckt worden. Herrlich. Ja, aber der Rücken tut uns schon ein bisschen weh. Also so, das erste Mal zelten tut jedes Mal irgendwie schlägt auf den Rücken. Nach einer langen Pause. Yep. Heute haben wir eine kurze Etappe vor uns, aber genug Höhenmeter. Immer noch die Küste halt. Genau. Ab auf Olympos und Girali. Ja, und wie immer haben wir wieder mal eine Begleitung von Hunden. Die haben uns vom Strand, wo wir übernachtet haben, bis dahin begleitet. Das ist jetzt doch ein paar Kilometer her. Wir haben Vollgas. Ja, sogar der Kleine mit seinen kurzen Beinen. Gibt Vollgas, gell? Du bist schneller als ich. Hopp, 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 hopp. Run, Forest! Ja, und weiter, weiter. Ja! Da hast du wieder arbeiten. Ich muss sagen, ich kann mir das selber machen, ja. Ja. Ich bin die erste Typ, die den Baumhäuser gebaut hat und nachher hat alle auch nicht angefangen, weil ich den Baumhäuser im Spanisch drückt. So, Häuser auf Stelzen. Ja. So besonders und jetzt sehe ich das mal. Mit nichts eigentlich nicht gewollt. Das hinter uns ist der Überreste von einer byzantinischen Kirche. Wir sind nämlich in der antiken Stadt Olympos. Genau, und um von da auf Girali rüberzukommen, haben wir müssen durch die antike Stadt durchgehen. Das ist der einzige Weg, den es gibt. Und darum ist es Novum, wir schauen so eine antike Stadt mit unseren Velos an. Und Yeah. jetzt geht es dafür, bis irgendwann das Meer kommt. Und dann hoffen wir, dass wir einen Weg finden, um über nach Girali zu kommen. Ja, natürlich hat es auch Gräber, aber nicht nur das. Es hat auch Enten. Ja, wir sind hier jetzt draussen wieder, das archäologische Ausgrabungsstätte. Und hoffen, dass wir am Strand entlang rüberkommen. Dass es nicht allzu anstrengend wird. Die Alternative würde gleich den Rest vom Höhenmeter machen. Ja, hinten durch. Oder in Olympos übernachten und zum Morgen zu machen. Kanayana kadar kanat çırptın, aklını hiç bulandırmadın, aradığını sandın aslında çok çok saftın. Kanayana kadar kanat çırptın, aklını hiç bulandırmadın, aradığını sandın aslında çok çok Ja, die erste Flussdurchquerung. Auf unserem Weg. Es wird nicht die einzige bleiben. Aber ja, Ich würde sagen, die ist harmlos. ist harmlos, ja, ja.
Wir haben schon fast das Gefühl, wir sind im Regenwald mit all diesen Geräuschen. Nein, die Flussdurchquerung hat einfach ausgesehen. Jetzt probiere ich es noch. Ja, guten Morgen. Wir sind gestern in Chirali angekommen und haben uns jetzt hier so ein Bungalow gemietet für 2 Nächte. Es ist mega schön, es schmeckt nach Jasmin und so ein richtig schöner Garten hier. Im Hintergrund die spektakulären Berge. Ja, wir werden jetzt einfach gemütlich angehen heute. Vielleicht gehen wir noch die ewigen Flammen anschauen. Bei einer Bratwurst würde ich sagen, es ist noch nicht durch. Ich weiss nicht, ich will noch ein bisschen, oder? Ja, ist gut, oder? Schon. Muss es nicht irgendwie... Schwarz sein? Nein, das wäre nicht weicher, gut. oder? Das ist, glaube ich, recht weich. Es ist an sich schon weich. Ein guter. Das ist nicht sagen. Also muss wohl Marshmallow. Das klebt. Ich habe noch nie ein Marshmallow gegessen vorher. Das Zeug klebt. Ja, also wir sind beim ewig brennenden Feuer von der Chimäre, hier oberhalb von Chirali. Brennt seit über 2700 Jahren. Ja. Und immer wenn eine Flamme ausgeht, kommt eine neue. Und an ganz verschiedenen Orten. Also man sieht es nur schon hier. Ah, dort oben. Dort oben. Ups, dort oben, da unten. Dort hat es auch brennt und dort oben brennt es auch. Und dann gibt es noch ein zweites Feld, das weiter oben ist, aber dort gehen wir nicht hin. Ja. Das ist interessant. Würdest du mitkommen? Sollen wir dich einpacken? Ja, wie ihr gesehen habt, haben wir heute Morgen Besuch bekommen. Ja, es hat hier bei uns gegeben, die die ganze Zeit in der Nähe der Zimmer sind. Jetzt hat sie mir päckeln, weil ich sie nicht mehr streichle. Der Motor mega angelaufen. Wir sind gestartet. Heute geht es von Chirali bis auf Antalya. Unser Tagesziel. Es sind 79 Kilometer und ein paar Höhenmeter. Ja, wir haben ein bisschen Respekt vor dieser Etappe, aber wir werden es schon meistern. Ja. Heute ist eigentlich Lockdown in der Türkei, das heisst, wir dürfen nicht unterwegs sein. Aber wir haben eine Genehmigung bekommen. Und darum ist es okay, wenn die Polizei uns wieder braucht. Hoffen wir es mal. Ja, das kann man online beantragen. Und dann kommt man es per SMS zugeschickt über, oder? Für Bestätigung. Sen şimdi acıyı içsen tek kelime çıkmaz dilinden. İçindeki acıyı bir döksen neşeye döner keder yeniden. Sen şimdi acıyı içsen tek kelime çıkmaz dilinden. İçindeki acıyı bir döksen neşeye döner keder yeniden. Ay. Ja, dort unten sind wir heute gestartet. Da unten ist Chirali. Hier hochgefahren, jetzt sind wir auf der Hauptstraße. 380 Kilometer gemacht, 1,5 Stunden gebraucht für das. Ah. Machen wir ein bisschen Kilometer. So, jetzt haben wir es gerade über den Spitztag geschafft und eigentlich würde es jetzt 10 Kilometer runtergehen. Ich sage eigentlich, weil wir haben leider eine Platte. Das heisst, ja, das Runterfahren muss noch ein bisschen warten. Und wir wollen die Platte flicken. Sattelschützen. Velo umkehren, immer der gleiche Vorgang. Gestern Abend hatte schon mal eine Platte gehabt. In dem Fall gleich noch irgendetwas drin. Ja, ich hatte jetzt doch schon ein paar Platten gehabt. Du viel mehr als ich. Ja. Schauen wir mal, wo das Loch ist, oder? Ja, das ist wieder da. Ist am gleichen Ort.
ist etwas drin. Aber ich komme nicht dazu. Mal mit einer Bassette vielleicht. Jetzt hast du es gerade. Das ist ein Steinchen. Nein, es ist ein Glassplitter. Das ist es. Der Kalb. Der Fiesling Der eigentlich ist gestern stolz. im Dunkeln natürlich nicht so gut gewesen. Und wieso es der Dario fliegt und nicht ich? Es ist sein Hinterrad. Glück gehabt. Nein, irgendjemand muss er filmen. Gute Ausrede. Ja, der mühsamste Teil im Ganzen. Das Pumpen. So, ja, irgendwie 20 Minuten, 25 Minuten später. Yeah, der Reifen ist geflickt, weiter So geht's. schnell waren wir nicht einmal den Helm abgezogen. Ja, genau. Los Jetzt geht's. dürfen wir endlich runterfahren. Ja, ab auf die nächsten 10 Kilometer Abfahrt. Yes! Ja, wir sind in Kemer. Jetzt sind wir auch schon durchgelaufen. Aber es ist irgendwie fast noch weniger los als das letzte Mal, wo wir da waren. Kana kana kadar sana inandım. Aklımı hiç bulandırmadım. Aradığımı sandım aslında. Çok saftım. Kana kana kadar sana inandım. Aklımı hiç Ja, man sieht, wir sind an der lykischen Küste, sogar da hat es Gräber oder so ähnlich. Der lückische Gräber von Antalya. Ich kann mir schon überlegt, ob wir so einen Wettbewerb von der Hässlichkeit machen bezüglich den Hotelkästen. Aber eigentlich wäre es schön da, wenn man da auf diese Seite schaut, dann ist es eigentlich wunderschön. Imposante Berge da hinten. Ja, da vorne ist Antalya und da ist jetzt der dritte Tunnel, wo wir durch müssen. Sehr unangenehm. Es gibt gar keine andere Option. Es gibt keine andere Straße als die. Und es ist offiziell auch nicht verboten, mit dem Velo durchzugehen. Ja, der ist jetzt um 960 Meter lang. Der eine vorher war ein bisschen kürzer, der andere noch ein bisschen länger. Ja. Ben şimdi seni biri görsem tek kelime çıkmaz dilimden. İçindeki acıyı bir içsem neşeye döner keder yeniden. Ben şimdi seni biri görsem tek kelime çıkmaz dilimden. İçindeki acıyı bir içsem neşeye döner keder yeniden. Ay. Geschafft, wir sind in Antalya angekommen, in der Altstadt. Ja, wir haben dem Wind getrotzt und ja, haben das Monsterprogramm für heute geschafft. Jetzt sind wir in unserem Hotelzimmer angekommen und da bleiben wir jetzt mal 4 Nächte.